Hi, wir sind Tobi, Sarah und Rio. Ende August haben wir unsere Jobs gekündigt und sind seitdem mit unserem 40 Jahre alten Wohnmobil auf Reisen. Steigt ein und begleitet uns. Wir haben heute einen großen Fahrtag vor uns. Wir sind weiter Richtung Türkei unterwegs und fahren gerade von Thessaloniki aus. Da waren wir heute Nacht auf so einem Campstop, wo man offiziell stehen durfte, sogar mit Wi-Fi, Strom, Toilette, eiskalter Dusche. Hat unseren Körper mal wieder belebt. Und ja, genau, jetzt sind wir hier gerade die ersten Berge hochgefahren. Es fängt schon wieder das Schneien an, aber es ist Schnee, der nicht liegen bleibt. Ja, ich hoffe, es wird demnächst wärmer. Ich habe mir Überwintern doch einfach komplett anders vorgestellt. Jetzt ist es passiert, und zwar wie lange fahren wir jetzt schon? 5 Stunden? Nach 5 Stunden wurde meine Ferse nass. Das heißt, hier vorne in der Mitte kommt schon mal Wasser rein. Vorher war noch alles trocken, aber jetzt ist es vorbei. Nach 5 Stunden Dauerregen. Jetzt sind wir mal gespannt, ob nachher hinten dann Wasser reinkommt und durch den Blinker. Aber Blinker sah noch gut aus. Wir fahren hier gerade parallel zur Autobahn und jetzt haben wir ein kleines Hindernis entdeckt. Es regnet, also wie ihr gesehen habt, es regnet ja ein bisschen. Und ja, was soll man sagen? Die Straße ist überspült, würde ich mal sagen. Und abgesperrt mit den Pylonen. Also umdrehen und einen anderen Weg suchen. Oh Mann. Das hier ist die Straße, die abgesperrt ist durch den ganzen Regen. Und da wir jetzt einfach ankommen wollen, fahren wir jetzt dann zurück auf die Autobahn und dann über die Mautstraße einfach hin. Die letzten 50 Kilometer. Und dann sind wir um ungefähr 5 Uhr da. Das reicht dann auch. Auch für Rio. Sarah ist gerade noch mit Rio eine Runde gehen, bevor wir weiterfahren. Und ja. Wir sind froh, wenn wir ankommen. An solchen Tagen ist es echt. Und wir müssen unbedingt finden, warum das Wasser reinkommt. Keine Ahnung. So, ich habe jetzt gerade hinten im Eck nochmal geschaut, wo es in Albanien reingeregnet hat. Da ist jetzt auch trocken. Es ist zwar eiskalt, aber es ist alles trocken. Also das ist schon mal dicht und demnach haben wir nur vorne den Wassereinbruch. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall schauen, wo es herkommt, weil es geht so einfach nicht, dass wir bei Regen immer Wasser reinbekommen. Das kann nicht sein. Guten Morgen, wir stehen jetzt ca. 50 Kilometer vor der türkischen Grenze. Wir werden heute nochmal Wäsche waschen, weil eine 12 Kilo Maschine einfach nur 3 Euro kostet. Und wir haben hier gestern diesen wunderschönen Platz entdeckt. Wäre schöner, wenn es ein bisschen wärmer wäre. Bei dem ersten mussten wir fliehen, da waren so ca. 8 Straßenhunde, die alle super lieb waren und es war einfach zu viel für Rio. Hier war jetzt einer, der ganz nett ist, und hier gibt es sogar eine Futterstation, wo unser Hund gerade sich langsam anpirscht hin. Rio! Rio, komm mal her! Ja, super! Das ist nicht dein Futter, du kriegst doch von uns. Sagst du? Genau. Und das finde ich ganz toll, und wir stehen hier direkt am Meer nahezu. Den unteren Parkplatz konnten wir wegen der Höhe jetzt nicht verwenden, aber hier ist sogar ein Häuschen, ein überdachtes. Rio, sitz und bleib. Und komm her. Hier, komm. Münzen holen, 3 Euro. Ja, einfach rein und Münzen. Hast du was in deinen Jackentaschen oder Hosentaschen? Nee.
war es 40. Ja. 34 Minuten. Perfekt. Mittlerweile sind wir mit dem Wäschewaschen fertig und stehen auf dem Lidl-Parkplatz. Und der Trockner war 1 Euro teurer als erwartet, weil er kein Wechselgeld hatte. Und wir haben bis auf 10 Cent das Geld nicht mehr zusammenbekommen anders. Und genau, der Grund, warum wir auf dem Lidl-Parkplatz stehen, ist, weil wir schnelles Internet zum Hochladen vom Video brauchen. Das WLAN vom Waschsalon war leider zu langsam und dann haben wir wieder Zusatzvolumen gekauft. Das war auch dort zu langsam. Und jetzt, ich weiß nicht, 1,5 Kilometer weiter scheint es einigermaßen schnell zu sein, damit das nächste Video oben ist, bevor wir in die Türkei fahren und nicht wissen, wann wir das nächste Mal Internet haben. Wir werden dort auch eine SIM-Karte kaufen, aber wir haben jetzt schon gehört, direkt nach der Grenze ist es relativ teuer und in den Städten ist es dann billiger. Deshalb wollen wir bis zu den Städten warten. Und hier haben wir nochmal zufälligerweise heiße Quellen entdeckt. Hatten wir gar nicht auf dem Schirm, dass es hier sowas gibt. Wir sind heute Morgen aufgewacht, ohne eigentlich zu wissen, wo wir hier stehen, weil wir im Dunkeln angekommen sind und einfach nur noch zu unseren Freunden gefahren sind. Und jetzt haben wir gelesen, dass selbst hier die Römer schon damals hier waren. Und hier stehen noch ganz alte Bauten, die verfallen sind. Aus welcher Zeit die sind, wissen wir nicht. Wir stehen eben zufälligerweise bei dieser heißen Schwefelquelle. Und es ist ein super Platz, auch für Rio mit ganz viel Wiese. Ja, einfach schön und endlich mal wieder Sonnenschein. Heute werden wir jetzt endlich die Grenze in die Türkei überqueren und wir freuen uns einfach auf neue Kulturen und neue Erlebnisse und Erfahrungen. Das ist so lustig, der Baum hier kommt irgendwie aus dem Nichts und ist mit dem Gebäude verwachsen. Mich würde mal voll interessieren, wofür das Gebäude war, weil das schaut jetzt nicht aus wie eine alte Kirche oder so. Auf der Säule hier sieht man noch die alten Schriftzeichen. Ja, ich kann mir eigentlich gar nichts darunter vorstellen, was es gewesen sein könnte. Wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Gleich verlassen wir die Ruhe. Wir haben noch knapp 6 Kilometer bis zur Grenze und ja, das ist dann das erste Mal, dass wir in einem Land sind, wo wir theoretisch komplett Europa verlassen. Das erste Mal mit Camper. Ja, auf dieser Reise. Das die LKW stehen jetzt bis hier. Alter. Boah, die LKW stehen echt bis hier. Mein Gott. Wir haben noch 2 Kilometer, also gerade eben war ein Schild, 2 Kilometer bis zur Grenze und die LKWs fangen genau jetzt an, hier zu stehen und er putzt seinen LKW. Also sie stehen hier auf jeden Fall länger. Ach, krass. Wir sind über die Grenze. Juhu, wir sind in der Türkei, wo wir uns eigentlich schon seit 3 Monaten auch drauf freuen. Grenze war gar kein Problem, super nette Leute und sind gespannt, wie hier uns die Kultur jetzt in andere Welten reißen wird. Du auch? Ich auf jeden Fall. Ich hatte so Angst, dass bei der Grenze irgendwas schief geht. Wobei, wir haben alles. Also es sollte nicht schief gehen, aber man weiß ja nie. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an meinen Onkel. Wir haben gerade getankt und ich stelle jetzt ein, wann wir getankt haben. Sarah und die Ute sind jetzt gerade draußen und heben Geld ab. Und da wir keinen Parkplatz finden, fahren Björn und ich hier im Kreis in der Innenstadt und ja, stecken im
Berufsverkehr. Ich weiß nicht, ob es der Berufsverkehr ist, aber im Verkehr fest. Und zwar schaut das Ganze so aus. Und das ist jetzt gerade eine der breiteren Gassen, wo wir durchfahren. Aber ja, dafür haben wir dann wieder endlich Geld in der lokalen Währung. Und im Anschluss verlassen wir die Stadt wieder und fahren Richtung Çanakkale. Ich hoffe, man spricht so aus. Und werden dort bei einem Stellplatz stehen oder bei einem Restaurant, vor dem Restaurant stehen. Macht's dich nervös? Nee, aber ist schon viel Verkehr. Willst du noch nach Istanbul? Ja. Aber ich muss sagen, es läuft alles ineinander. Bei uns wird jetzt jeder hupen, aber hier, es funktioniert. Es fließt. Was meinst du dazu? Er hat das Optimum aus der Beladung raus. Von unten die richtige Breite und oben fast 1,5 Mal so breit wie das Fahrzeug. An der Grenze ist ein LKW mit so einem Fertighaus an uns vorbeigefahren und der hat die Überwachungskamera bei der Durchfahrt von der Grenze voll mitgenommen. Genau so passiert es, wenn es zu breit ist. Was ist das für eine Brücke? Das ist so riesig. Die Brücke, auf die wir gerade zufahren, die geht über den Kanal, der auch Istanbul in 2 Teile trennt. Also in den Teil auf der europäischen Kontinentalplatte und einmal auf der asiatischen. So, wir fahren jetzt gerade immer noch auf der Schnellstraße, noch ca. 40 Kilometer. Werden morgen dann mit der Fähre nach Çanakkale übersetzen. Wir blenden es euch ein, wie es richtig heißt, ich weiß es gerade nicht. Und davor fahren wir jetzt auf den Parkplatz von jemandem, der ein Restaurant besitzt. Und man darf dort frei stehen, wenn man ein Bier trinkt. Das sollte nicht das Problem sein. Ich hoffe auch noch ein bisschen, dass es auch Essen gibt in dem also dass es wirklich ein richtiges, keine Bar, sondern wirklich ein Restaurant ist, wo man dann auch die ersten türkischen Spezialitäten probieren kann. Wir freuen uns so unglaublich auf das Essen hier, das ist Wahnsinn. So, wir haben jetzt unsere erste Nacht in der Türkei verbracht und machen jetzt uns auf den Weg zur Fähre. Möchten dann übersetzen und die nächsten Tage weiter die Küste entlang runterfahren. Haben wir jetzt schon den ersten Kontakt mit den Menschen hier gehabt, super freundlich, super nett und einer, der gleich gesagt hat, ja, wenn wir irgendwie Hilfe brauchen oder nicht weiterkommen, können wir ihn anschreiben, also haben die Kontaktdaten ausgetauscht. Ja, und heute wollten wir dann in der Stadt, je nachdem wie es sich ausgeht, noch das trojanische Pferd anschauen, die Nachbildung. Aus dem Film, genau, die Nachbildung aus dem Film. Und dann noch einen Vodafone-Shop suchen, damit wir wieder Internet haben. Wir sind jetzt gerade auf die Fähre gefahren. Es ging ziemlich unproblematisch und wir haben aber mehr gezahlt, als es vorher hieß, und zwar 125 türkische Lira. Davor hieß es ungefähr 6 Euro, also 90 türkische Lira. Aber ja, dafür sind wir dann auf der anderen Seite, auf der asiatischen Seite sind wir dann. Und ich glaube, das ist, weil wir einfach ein Campingwagen sind. Ja, Camper kosten 125 türkische Lira hier. Und dann sind wir auf der anderen Seite in Çanakkale, wo da auch das trojanische Pferd steht, wie die Sarah schon gesagt hat. Genau. Und jetzt genießen wir noch kurz die Überfahrt im Auto und dann... Vor allem man spürt gar nicht, dass wir schon fahren. Also Tobi meint auch gerade so, hey, fahren wir schon? Ja. Wir fahren schon. Man sieht es mehr so... Ich habe es nur am Wasser gesehen. Genau, am Wasser sieht man es. Sonst man spürt gar nichts. Ja, super ruhig. Und heute Morgen haben wir auch schon Delfine von unserem Stellplatz gesehen. Oh ja. Was mich wundert, weil hier ist ganz schön viel Schifffahrt in dem Kanal, aber sie sind trotzdem hier. Und? Geil. Wie viel? Wir haben 2 Sesamringe jetzt für 6 türkische Lira. So schaut ein Hund aus, der jetzt 2 Stunden durch die Stadt mit uns gegangen ist. Aber wisst ihr was? Ich schaue nicht anders aus. Man ist diesen Trubel und dieses Gewimmel und Gewusel einfach gar nicht gewohnt. Aber
ja, es ist schon beeindruckend irgendwie, einfach diese andere Kultur. Mir gefällt es. Super schön. Super schön. Und wir haben uns ja Sesamringe gegönnt und ja, macht schon Spaß. Wir sind gleich da. Ich habe gesehen, dass eine Pepsi nur 50 Cent kostet. Wenn Rio glücklich ist? Sind wir glücklich. Und wir sind jetzt die letzten Tage, Wochen, ja, nee, seit wann sind wir losgefahren? Vor 4-5 Tagen. Ja. Wir sind jetzt in der Zeit knapp 1200 Kilometer gefahren und wir haben zwar immer geschaut, dass wir genug Pausen mit ihm machen, aber man merkt einfach, dass ihm so ein Tag Pause auch wieder richtig gut tut. Er hat es zwar sehr gut gemacht, er schläft die ganze Zeit beim Fahren, bis er raus muss, aber trotzdem wollen wir jetzt auch mal wieder langsamer reisen. Wir wollten jetzt einfach nur wieder dahin, wo es ein bisschen wärmer ist, deshalb haben wir die Strapaze auf uns genommen und ab jetzt geht es wieder langsamer mit ihm vorwärts, damit er auch wieder mehr Zeit zum Spielen hat. Und uns tut es auch gut. Ja, also wieder wir ein freuen uns schon, Pause. dass wir jetzt nicht mehr den ganzen Tag fahren, sondern jetzt den ganzen Tag, also heute bleiben wir hier stehen und morgen geht es dann in Richtung Izmir. Ich weiß nicht, ob wir es bis dahin schaffen oder überhaupt so weit fahren wollen. Er ist glücklich. Ja, das ist schön. Er spielt halt auch noch voll kindlich. Wo ist es? Oh, da ist es. Oh, jetzt roll ich drüber. Juhu, und nochmal. Jetzt standen wir hier 2 Tage und haben uns nach der ganzen Hochfahrstrapaze ein bisschen erholt und ja, haben uns hier die Zeit genommen, weil hier ist ein super Platz oder ein super Weg auch mit Rio zu gehen und auch, dass er mal wieder länger draußen sein kann, wir nicht so viel im Auto sitzen. Das tat uns einfach so gut. Und ja, wir hatten gestern 15 Grad mit Sonnenschein und es war einfach so schön, Sonne zu haben. Und jetzt zieht sich gerade zusammen, deswegen fahren wir weiter in den Süden. Heute waren die Rollen mal vertauscht, weil Sarah gerade fährt und ich filme. Wenn euch unsere Videos gefallen, würden wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert und ein Like da lasst. Jetzt soll ich schnell ausmachen, den Konverter. Okay. Fiebst. Ja, ich komm schon. Die Batterie ist einfach am Arsch. Nee, komm von der anderen Seite. Oh, hast du schon wieder eine Kette im Schwanz? Rio, Eine. komm her. Hier auf der anderen Seite. Andere Seite. Andere Seite. Oder da. Oh, du kommst schon da hoch, wo eine große Hunde hochkommen. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Mein Sohn, all das wird dein Reich sein. Bis zu den Schatten da hinten. Alter. Fühlt er sich als der König der Löwen. Soll ich ihn hochheben? Und dabei ist er ein ganz kleiner Ich Pimp. kann leider den Text nicht.